In diesem Video wollen wir uns mal anschauen, wie man einen Expert Advisor programmieren kann, der in der Lage ist, hier auf dem Chart die offenen Kaufpositionen auszugeben. Also lassen Sie uns mal schauen, wie man so etwas mit MQL5 programmieren kann. In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen, der die Anzahl der Kaufpositionen für ein bestimmtes Währungspaar zählt. Schauen wir uns an, wie wir das machen können. Zunächst importieren wir die Trade-Funktion, indem wir includeTrade.mqh eingeben. Dann erstellen wir eine Instanz für den Trade mit cTrade-Trade. In der onInit-Funktion öffnen wir einige Testpositionen mit der Funktion OpenTestPositions. In der onTick-Funktion verwenden wir die Funktion CountByPositions, um die Anzahl der Kaufpositionen zu ermitteln und diese im Chart anzuzeigen. Die Funktion CountByPositions beginnt mit der Initialisierung einer lokalen Variablen Number of Buy Positions mit dem Wert 0. Dann wird eine Schleife erstellt, die alle Positionen durchläuft. Innerhalb der Schleife wird das Währungspaar jeder Position mit der Funktion PositionGetSymbol ermittelt. Wenn das Währungspaar der Position mit dem Währungspaar des Charts übereinstimmt und es sich um eine Kaufposition handelt, wird die Variable Number of Buy Positions um 1 erhöht. Am Ende der Funktion wird die Anzahl der Kaufpositionen zurückgegeben. In der Funktion OpenTestPositions wird zunächst der Zufallsgenerator mit mathsrand getTickCount initialisiert. Dann wird eine zufällige Anzahl von Testpositionen mit mathrand berechnet. Anschließend werden der Ask und der Bidpreis berechnet. Schließlich wird eine Schleife erstellt, die die berechnete Anzahl von Testpositionen öffnet, indem sie die Funktionen Trade.Buy und Trade.Sell wendet. Wenn Sie soweit sind, können Sie das mit F7 kompilieren. Wenn Ihnen das zu schnell ging oder wenn Sie nicht verstehen, was der ganze Code macht, können Sie sich vielleicht den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen oder erst eines der Basisvideos ansehen. Wenn Sie bereits Mitglied im Premium-Kurs sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben, können Sie uns eine E-Mail schicken. Zusammenfassend haben wir in diesem Video gelernt, wie man einen Expert Advisor erstellt, der die Anzahl der Kaufpositionen für ein bestimmtes Währungspaar zählt. Mit ein paar Zeilen MQL-Code haben Sie selbst einen Expert Advisor erstellt, der dies automatisch für Sie tut. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.